Was, wenn ich dir sage, dass deine Tausende Euro in Bitcoin nur eine einzige falsche Entscheidung von Totalverlust entfernt sind? Das ist keine Panikmache, das ist brutale Realität. In den letzten 10 Jahren wurden Kryptowährungen im Wert von über 20 Milliarden Dollar durch Hacks gestohlen. Allein im letzten Jahr beliefen sich die Verluste durch Angriffe auf rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil davon wurde direkt von den Plattformen gestohlen, auf denen die meisten Menschen ihre Coins so lagern. Millionen von Anlegern wiegen sich in falscher Sicherheit, weil sie einen entscheidenden Fehler machen, der Hackern Tür und Tor öffnet. In diesem Video zeige ich dir die schonungslose Wahrheit über die Sicherheit deiner Bitcoin und wie du mit einem einfachen, aber entscheidenden Schritt zum alleinigen Bewahrer deiner Coins wirst. Bleib dran, denn dieses Wissen könnte den Unterschied zwischen einem vollen Konto und dem Totalverlust bedeuten. Heute wird es etwas technischer. Wenn du manche Themen bereits kennst, kannst du anhand der Zeitstempel auch zu den noch interessanten Passagen springen. Wenn du neu in der Welt von Bitcoin bist, hast du wahrscheinlich deine ersten Coins auf einer großen Börse gekauft. Binance, Coinbase, Kraken, du kennst die Namen. Es ist einfach, bequem und fühlt sich sicher an. Dein Portfolio wird dir angezeigt, du siehst den Kontostand wachsen, alles scheint perfekt. Aber hier ist die brutale Wahrheit, die dir niemand so direkt sagt. Solange deine Bitcoin auf einer Börse liegen, gehören sie dir nicht wirklich. Du hast ein Versprechen, einen Schuldschein dieser Firma, aber nicht die Coins selbst. Stell es dir so vor, du kaufst einen Goldbarren, lässt ihn aber im Tresor des Verkäufers liegen. Du hast eine Quittung, die besagt, dass dir der Goldbarren gehört, aber der Verkäufer hat die physische Kontrolle. Was passiert nun, wenn der Verkäufer pleite geht oder ausgeraubt wird? Genau das ist die Situation, in der sich Millionen von Kryptoanlegern befinden. Wir müssen uns nur die Geschichte ansehen. Vom Kollaps von Mt. Gox bis zur dramatischen Pleite von FTX. Und die Hacks hören nicht auf. Denken wir nur an den riesigen Hack von Ronin Bridge, auf dem über 600 Millionen Dollar verschwanden. Oder den Angriff auf die japanische Börse DMM, wo Bitcoin im Jahr 2024, bei dem über 300 Millionen Dollar gestohlen wurden. Für die Nutzer war das Geld einfach weg. Die Anleger, die dachten, sie wären sicher, standen plötzlich vor dem Nichts. Und das ist der Moment, in dem jeder Investor ein fundamentales Prinzip von Bitcoin verstehen muss. Es ist ein Mantra, das du dir einprägen musst wie kein zweites. Not your keys, not your coins. Nicht deine Schlüssel, nicht deine Coins. Solange du deine Coins einer Drittpartei anvertraust, spielst du nach den Regeln und setzt sich deren Risiken raus. Um zu verstehen, was das genau bedeutet, müssen wir klären, was eine Bitcoin-Wallet wirklich ist. Die meisten Leute stellen sich eine Wallet wie einen digitalen Geldbeutel vor, in dem sie ihre Coins lagern. Das ist aber falsch und führt zu gefährlichen Missverständnissen. Eine Bitcoin-Wallet enthält keine Coins. Sie enthält etwas viel Wichtigeres: deine privaten Schlüssel, die Private Keys. Stell dir das System wie ein extrem sicheres digitales Schließfach vor. Um dieses Schließfach zu nutzen, hast du zwei Dinge. Den Public Key, also den öffentlichen Schlüssel, das ist im Grunde deine Empfangsadresse. Du kannst sie mit jedem teilen, so wie deine IBAN oder deine E-Mail-Adresse, damit dir Leute Geld oder auch Nachrichten schicken können. Sie ist öffentlich und es ist sicher, sie weiterzugeben. Und zweitens der Private Key, der private Schlüssel. Das ist der geheime, alphanumerische Code, der quasi Passwort und Transaktionspin in nur einem ist. Nur mit diesem Schlüssel kannst du beweisen, dass die Bitcoin an deiner öffentlichen Adresse wirklich dir gehören. Und nur mit ihm kannst du Transaktionen autorisieren, also Coins von deiner Adresse wegschicken. Im Klartext,
Wer auch immer diesen Private Key besitzt, hat die volle Kontrolle und uneingeschränkte Kontrolle über deine zugehörigen Bitcoin. Wenn du deine Coins auf einer Börse lässt, verwahrt die Börse die Private Keys für dich. Du hast nur einen Benutzernamen und ein Passwort für deren Webseite, aber nicht den entscheidenden Schlüssel für dein Vermögen. Verliert die Börse den Schlüssel oder wird er gestohlen, sind deine Coins weg. Unwiderruflich. Deshalb ist der Satz Not your keys, not your coins so fundamental. Wahrer Besitz bedeutet, die alleinige Kontrolle über deine Private Keys zu haben. Und der Weg dorthin führt uns zur wichtigsten Unterscheidung in der Kryptosicherheit, dem Unterschied zwischen einer Hot Wallet und einer Cold Wallet. Gut, jetzt kommen wir also zum Kern des Problems. Es gibt zwei grundlegend verschiedene Arten von Wallets. Und der Unterschied zwischen ihnen ist wie Tag und Nacht, wie ein Portemonnaie und ein Banktresor. Also, was ist eine Hot Wallet? Eine Hot Wallet ist jede Krypto-Wallet, die auf einem Gerät läuft, das mit dem Internet verbunden ist. Dazu gehören Smartphone-Apps wie Trust Wallet oder Metamask, Browsererweiterungen und ja, auch die Wallets, die dir von Kryptobörsen zur Verfügung gestellt werden. Die Analogie hierzu ist ein ganz normaler Geldbeutel. Er ist extrem praktisch für den Alltag. Du hast schnellen Zugriff auf dein Geld, kannst jederzeit bezahlen und es ist alles ganz unkompliziert. Ideal für kleine Beträge, die du für tägliche Ausgaben und dein schnelles Trading so brauchst. Aber würdest du dein gesamtes Ersparnis in deinem Geldbeutel mit dir rumtragen? Wahrscheinlich nicht. Und genau hier ist die Gefahr von Hot Wallets. Weil sie ständig online sind sie ein permanentes Ziel für Hacker, Viren, Phishing-Angriffe und auch andere Malware. Dein privater Schlüssel ist auf einem Gerät gespeichert, das ununterbrochen mit dem Internet kommuniziert. Und das macht ihn natürlich angreifbar. Selbst mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und starken Passwörtern bleibt ein Restrisiko, denn die Angriffsfläche ist riesig. Nun, was ist eine Cold Wallet? Eine Cold Wallet oder auch Cold Storage genannt, ist das genaue Gegenteil dazu. Sie speichert deine privaten Schlüssel auf einem Gerät, das komplett offline ist. Es hat keine dauerhafte Verbindung zum Internet. Die bekanntesten und besten Beispiele sind hier Hardware-Wallets. Die Analogie hierzu ist ein Hochsicherheitstresor oder auch ein Schweizer Bankschließfach. Es ist für die sichere, langfristige Aufbewahrung deines Vermögens gedacht. Der Zugriff ist umständlicher. Du musst erst zum Tresor gehen, musst dir mit einem Schlüssel aufsperren und ihn dann wieder sicher verschließen. Es ist nicht für den schnellen Kaffee zwischendurch gedacht. Und genau diese Umständlichkeit ist aber auch ihre größte Stärke. Weil die privaten Schlüssel auf einem Gerät gespeichert sind, das von der Online-Welt isoliert ist, sind sie vor 99% aller digitalen Angriffe geschützt. Ein Hacker kann von der anderen Seite der Welt aus nicht auf dieses Gerät zugreifen, das es nicht mit dem Internet verbunden ist. Ein Virus auf deinem Computer kann die Schlüssel nicht stehlen, weil sie schlichtweg nicht auf dem Computer gespeichert sind. Das ist der entscheidende Sicherheitsvorteil. Für jeden, der mehr als nur ein paar Euro in Bitcoin investiert, ist die Nutzung einer Cold Wallet für den Großteil seines Vermögens keine Option, sondern eine absolute Notwendigkeit. Aber wie funktioniert das in der Praxis? Das Konzept einer Offline-Wallet klingt vielleicht kompliziert, aber die modernen Hardware-Wallets haben diesen Prozess unglaublich vereinfacht und sicher gemacht. Beliebte Hersteller sind zum Beispiel Ledger, Trezor oder auch Bitbox. Stellen wir uns den Prozess einmal Schritt für Schritt vor. Erstens, du möchtest Bitcoin versenden. Du erstellst die Transaktion wie gewohnt auf deinem Computer oder Smartphone. Du gibst die Empfängeradresse und den Betrag ein. Zweitens, jetzt schließt du deine Hardware-Wallet, dein kleines Gerät, das oft aussieht wie ein USB-Stick, an deinen Computer an. Drittens, die Transaktionsdaten werden nun von deinem Computer an die Hardware-Wallet gesendet. Dein Computer fordert das Gerät auf,
Bitte autorisiere diese Zahlung. 4. Jetzt kommt der magische und alles entscheidende Moment. Die Hardware-Wallet nutzt den darauf gespeicherten Private Key, um die Transaktion intern zu signieren. Der Private Key verlässt also zu keinem Zeitpunkt das sichere, isolierte Umfeld dieses kleinen Geräts. Er wird niemals auf deinem mit dem Internet verbundenen Computer übertragen. Die Hardware-Wallet sendet dann nur die digitale Signatur, also den Beweis, dass die Transaktion gültig ist, zurück an den Computer. Diese signierte Transaktion wird dann ins Bitcoin-Netzwerk gesendet und verarbeitet. Dein Computer ist also nur noch der Bote, während der wahre Schatzmeister, deine Hardware-Wallet, die Entscheidung offline und in Sicherheit trifft. Und hier kommt ein absolut kritisches Detail, das du niemals ignorieren darfst. Das Display der Hardware-Wallet. Bevor du deine Transaktion auf dem Gerät bestätigst, zeigt dir dessen kleiner Bildschirm die exakte Empfängeradresse und den Betrag an. Du musst diese Information auf dem Display des Geräts mit den Daten abgleichen, die du auch erwartest. Warum? Weil es nun sein könnte, dass ein Virus auf deinem Computer im Hintergrund die Empfangsadresse ausgetauscht hat. Auf dem Bildschirm deines PCs siehst du die gewünschte Adresse, aber im Hintergrund wird die Adresse eines Hackers an die Wallet gesendet. Nur das vertrauenswürdige Display der Hardware-Wallet zeigt dir die Wahrheit. Bestätigst du, ohne zu prüfen, schickst du dein Geld direkt an den Dieb. Wenn du eine Hardware-Wallet zum ersten Mal einrichtest, passiert etwas Entscheidendes. Das Gerät generiert einen sogenannten Seed Phrase oder auch Recovery Phrase. Das ist eine Liste von 12 oder 24 einfachen Wörtern in einer bestimmten Reihenfolge. Diese Wortfolge ist der absolute Generalschlüssel zu deinem gesamten Kryptovermögen. Stell sie dir als eine Art Blaupause für deinen privaten Schlüssel vor. Sollte deine Hardware-Wallet jemals kaputt gehen, gestohlen werden oder du verlierst sie, das ist kein Problem. Du kannst dir einfach eine neue Hardware-Wallet kaufen, sogar von einem anderen Hersteller, diese 12 oder 24 Wörter eingeben und hast sofort wieder den vollen Zugriff auf all deine Coins. Das macht die sichere Aufbewahrung dieser Seed Phrase zur wichtigsten Aufgabe überhaupt. Hier sind die goldenen Regeln, gegen die du niemals verstoßen darfst. Erstens, speichere sie niemals digital. Mach kein Foto davon, schreib sie nicht in eine Textdatei, speichere sie nicht in einem Passwortmanager oder in der Cloud. Jede digitale Kopie ist ein potenzielles Ziel für Hacker. Zweitens, schreib sie auf Papier oder, noch besser, stanze sie in eine Metallplatte. Metall ist feuer- und wasserfest. Und drittens, bewahre diese physische Kopie an einem oder mehreren extrem sicheren Orten auf, von denen nur du weißt. Wer auch immer diese 24 Wörter in die Hände bekommt, hat die gleiche Kontrolle über deine Bitcoin wie du. Behandle sie wie den wertvollsten Schatz, den du besitzt. Nun, du musst kein Cybersicherheitsexperte sein, um deine Bitcoin zu schützen. Du musst nur die richtige Strategie und die richtigen Werkzeuge verwenden. Für 99% der Anleger hat sich die folgende 2-Wallet-Strategie als Goldstandard erwiesen. Deine Hot Wallet, zum Beispiel auf dem Smartphone. Hier bewahrst du einen kleinen Teil deines Vermögens auf, vielleicht 5 bis 10%. Das ist dein Taschengeld für kleine, schnelle Transaktionen, zum Experimentieren mit neuen Anwendungen oder auch Trading. Wenn deine Wallet kompromittiert wird, ist der Schaden dadurch begrenzt. Und deine Cold Wallet, also dein Hardware Wallet. Hier lagerst du die überwältigende Mehrheit deines Vermögens, deine Ersparnisse, dein langfristiges Investment. Dieses Geld wird nur selten bewegt und ist durch die Offline-Speicherung maximal geschützt. Eine Hardware-Wallet kostet zwischen 50 und 200 Euro. Eine lächerlich kleine Investition, wenn es um ein Vermögen von Tausenden oder Zehntausenden Euro geht, um diese abzusichern. Ein letzter, aber entscheidender Tipp. Kaufe eine Hardware-Wallet immer und ausschließlich,
Direkt von der offiziellen Website der Hersteller, also von Ledger, Trezor oder Bitbox. Kaufe sie niemals bei Amazon von einem Drittanbieter oder auch gebraucht auf eBay. Es gibt Fälle, in denen Geräte manipuliert und mit vorinstallierten Backdoors verkauft wurden. Nun, fassen wir die brutale Wahrheit also zusammen. Deine Bitcoin sind nur dann wirklich sicher, wenn du allein die Kontrolle über deine privaten Schlüssel hast. Sie auf einer Börse liegen zu lassen, ist bequem, aber es ist eine Illusion für Sicherheit, die dich im schlimmsten Fall dein gesamtes Investment kosten kann. Der Weg zum wahren, souveränen Bitcoin-Besitzer führt über eine Cold Wallet. Das Mantra war Not your keys, not your coins. Aber nach diesem Video lautet die Botschaft: Jetzt weißt du, wie du zu deinen Schlüsseln und damit zu deinen Coins machst. Wenn dieses Video dir die Augen geöffnet hat, dann zeig es mir gern mit einem Like und abonniere diesen Kanal für weitere Bitcoin Guides ohne Bullshit. Und jetzt will ich von dir gern hören. Wie sicherst du deine Bitcoin? Bist du noch im Team Hot Wallet, Team Cold Wallet oder bereits ein Verfechter der 2-Wallet-Strategie? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.